Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fische. Heute befinden wir uns mal wieder auf dem Main und wir haben es momentan gerade Epic Event und Tag des heißen Eisens. Dazu findet man natürlich auch noch die doppelte Menge an Arkane Splitter beim Glücksrad und Würfelspieler. Und da werden wir mal schauen, ob wir heute folgendes Ziel erreichen. Ich habe schon seit längerer Zeit meine Ressourcen gehortet, und zwar die Metalle und Kristalle, und habe ja vor, die erstmal sparsam anzulegen. Leider vermehren die sich nicht von selbst, da muss man immer noch selbst nachhelfen, ja. Aber man kann sie auf jeden Fall stacken und das relativ lange. Wenn man sich mal die Konkurrenz auf meinem Server hier anschaut, dann sehen wir im direkten Vergleich, dass Sir Webster zum Beispiel hier alles auf plus 17 verbessert hat. Ja? Das heißt, er wird wahrscheinlich seine kompletten Ressourcen aufgebraucht haben für die Items, die er jetzt momentan trägt. Und wenn man das mal mit mir vergleicht, sieht man, habe ich alles momentan auf plus 15. Ja, das ist natürlich Statpunkt technisch gesehen um einiges schlechter, wenn wir mal begutachten, dass eine Stufe ja relativ teuer ist. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel jetzt eine Stufe an Stats bringt, aber es ist sehr, sehr viel. Ja, und vor allen Dingen die Waffen, es wird relativ teuer, wie man sie hier sieht. Eine Upgrade-Stufe von der Waffe kostet hier schon 232k Kristalle. Ja, und das ist natürlich relativ viel. Und deswegen mache ich das auch normalerweise so, wenn legendärer Dungeon ist, werde ich mir dort immer mein Inventar vollhauen mit epischen Gegenständen. Und so habe ich es ja auch beim letzten Mal gemacht und habe dort auch relativ viele Sachen bekommen können. Das Beste, was man immer kriegen kann, sind natürlich Epic-Waffen, weil diese natürlich ja, zwei normale Epics quasi sind. Das heißt, man hat quasi mehr Kristalle für weniger Platz. So, und da hatte ich mein Inventar voll mit Epics gehabt. Ich glaube, 2-3 Seiten hatte ich voll mit Epic-Waffen. Und diese habe ich jetzt zum größten Teil auch zerlegt und werde heute auch noch ein paar davon zerlegen. Und wir werden mal schauen, ob wir es schaffen, mit allen Mitteln, die wir jetzt zum Event haben, insgesamt auf 5 Millionen Kristalle zu kommen. Ich habe keinen Plan, ob es funktioniert. Es sind noch verdammt viele Kristalle, und so viele Kristalle an einem Tag irgendwie zu farmen, ist schon fast ja, unmöglich, würde ich sagen, weil diese aus eigener Hand irgendwie zu bekommen, ohne durch, keine Ahnung, durch einen Legendary-Dungeon durchzugrinden und dort Ressourcenruns und da auf Kristalle zu hoffen, ist schon ziemlich heftig. Trotzdem werden wir versuchen, unser Bestes zu geben heute. Ich habe noch ein paar Waffen und Epics hier rumzuliegen. Ja, die werden wir heute alle zerlegen und werden mal schauen, ob wir auf 5 Millionen insgesamt kommen. Wenn nicht, können wir immer noch beim Glücksrad gucken, ob wir hier noch ein paar Kristalle bekommen, denn hier haben wir auch mal 2 und beim Glücksrad bekommen wir ja auch insgesamt mal 2 Kristalle. Deswegen mal schauen, wie viel wir heute am ja, Tag des heißen Eisen-Events insgesamt an Arkane Splitter zusammenbekommen. Deswegen würde ich sagen, let's go. Ich habe hier schon meine Waffen, soweit es geht, mit dem Schmiede-Tool schon berechnet und umgeändert, dass diese Waffen auch das Maximale an Kristalle rausbringen. Das heißt, es sind hier Waffen, die sind schon umgeändert. Das Maximale, was ich so bekommen kann, das ist glaube ich so 7950 oder so, oder ja, knapp, hier sind 70, also knapp an die 8000 Marke dran an Kristalle pro Waffe, was schon echt sehr viel ist, was natürlich auch beinhaltet, dass ein normales Epic bei mir knapp 4000 Kristalle bringt, ja, das aber nur ein Schmiedeplatz kostet, so, ne? Wir werden das Ganze mal durchgehen und schauen, was wir hier bekommen können. So, Gegenstand zerlegen. Wir fangen an mit der ersten Waffe und 15 Zerlegplätze haben wir heute. Das heißt, wir können hier einiges rausholen an Kristallen heute. Ja, und das ist hier schon so einiges. Diese ganzen Sachen vom Legendary Dungeon sind alle
ja, sind alle durch den Legendary Dungeon gekommen. Das heißt, man könnte, ich habe es ja schon mal gesagt, man könnte auch zum Epic-Event jetzt momentan gerade, könnte man natürlich auch für Epics blättern und könnte sich die kaufen. Die kosten aber immer 10 Millionen, das heißt 1 Skillpunkt und dann ist das Ganze nicht mehr worth, weil dann opfern wir Basis-Skills, was ja dauerhafte Skillpunkte sind, gegen temporäre Skills. Und temporäre Skills sind halt eben Equipment, das sind Edelsteine, das sind ja Tränke auch, das ist auch alles temporär, das sind alles temporäre Stats, ja. Wenn man diese alle wegnimmt hier, ja, diese ganzen Stats, dann sind die nicht mehr da. Ja, das Einzige, was bleibt, sind die temporären Stats und das sind halt, sind die, ja, Basis-Stats, die bleibenden Stats und die sind halt deutlich wichtiger insgesamt und die wollen wir natürlich nicht tauschen, indem wir hier einmal so ein Item kaufen für 1 Skillpunkt und dafür dann ein paar mehr Stufen zum Verbessern vielleicht haben. Ja, zumal man auch pro Epic wirklich im Verhältnis mittlerweile schon ziemlich wenig Kristalle bekommt, ne, wenn man mal sieht, was das hier für Kosten sind und was man dann am Ende für einen Wert dafür hat. Ne. Allerdings plus 15 Mal verbessert, 1153 Stats, ist natürlich auch nicht wenig, muss man dazu sagen. Ne. Aber wir schauen erstmal weiter. So, wir haben hier noch die Gitarre, die können wir noch zerlegen und wir haben hier noch einmal den Stab des Schwarms, den können wir auch zerlegen. Und jetzt haben wir nur noch einen Zerlegpunkt, ne? Ja, genau, hier steht er. Da, hier steht er. Ein Zerlegpunkt haben wir jetzt noch. Das heißt, wir können hier noch den Anhänger einmal nutzen. Eine Waffe können wir heute nicht mehr zerlegen. Das heißt, die wandeln wir noch um in den maximalen Kristallwert. Der hat hier jetzt 3456. Wenn wir den in das optimale Item umwandeln für 10 Pilze, dann gibt uns das Ganze hier 3978 Kristalle. Ja, kostet natürlich Pilze, sehr viel Pilze, ist nicht wirklich worth für das, was ihr hier bekommt. Ja, ich mache es aber. Und ja, jetzt sind wir hier schon bei der Splitteranzahl. Ich habe hier noch eine kleine, ein kleines Bündel an Kristalle in der Hinterhand. Das ist heute die maximale Ausbeute, die ich bekommen habe durch die Quest. Ich habe heute schon meine Alu gespielt und das kam hier an Kristalle für mich zusammen. Ja, da werden wir mal schauen. Die werden wir natürlich auch gleich mal nutzen hier. Es sind natürlich immer nur 200. Das ist natürlich im Vergleich zu den Epics relativ wenig und ich muss sagen, im Vergleich zu den Metallen, die man bekommt an diesem Event, ist es auch relativ wenig, weil man bekommt 2500 Metalle und nur 200 Kristalle. Ich finde, das fast schon steht fast gar nicht mehr im Verhältnis irgendwie, weil es doch schon relativ viele Metalle sind, die man bekommt. Klar, man kommt da natürlich auch insgesamt leichter ran. Ne? Diese normalen Items hier, die geben alle sehr viele Metalle, wie ihr seht. Man kommt da also definitiv leichter ran. Allerdings, ja, weiß ich nicht, könnte man da auch ein bisschen ja, mehr vielleicht, ne? Mehr geht auf jeden Fall immer. So, ja, jetzt müssen wir uns einzig und allein auf das Glücksrad verlassen und den Würfelspieler. Ob wir heute die magische 5 Millionen Marke hier erreichen. Dann haben wir über 5 Millionen Kristalle und 5 Millionen arkane Splitter. Ich brauche schon bald mehr Metall als Kristalle. Ja, das ist gar nicht gut, dass das auf einer Linie steht. Ich bräuchte eigentlich noch viel mehr Metalle. Aber die kann man, finde ich, immer noch bekommen. Selbst wenn man hier so normale Items zerlegt. Ne? Nur ist ja halt hier immer schade, weil das ist halt auch eben pures Gold, was hier halt eben weggeht, so, ne? Für Metalle. Das ist immer, da muss man immer drauf achten. So, wir haben hier bisher noch kein einziges Mal. Jetzt haben wir die Kristalle gehittet. Bringt 346. Ist tatsächlich relativ wenig. 468. Das variiert. Das ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen, weil ich das immer so durchspamme, das Glücksrad. Das ist ja auch relativ spannend, die ganze Angelegenheit. Ja, jetzt stehen wir hier immer noch kurz davor. Ne? Jetzt kommt es drauf an. Wir haben jetzt leider nichts mehr großartig in der Hinterhand hier. Jetzt kommt es drauf an, auf den Würfelspieler. Ja? Wenn nicht, erreichen wir es, glaube ich, morgen. Ne? Ich habe heute leider keine Zerlegpunkte mehr. Ich habe hier, beim Mannequin habe ich auch gar nichts mehr hier am Start. Hier habe ich noch ein paar Sachen, die ich aufbewahre für die Hexe. Hex, aber Epics sind hier auch gar nicht mehr mit am Start. Ja, wir müssen
Glück haben und die Kristalle hitten. Ja, die Epics bringen uns jetzt heute gar nichts hier irgendwie. Wir müssen... Ja, da haben wir Kristalle. Okay, komm. Komm, gönn die Rolltreppen. Mist. Das hat schon mal nicht geklappt. Oh, wieder zweimal Kristalle. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht die 4- oder 5er-Kombination hier raushasseln können. Komm, Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Oh, let's go. 2500. Das schmeckt auf jeden Fall. Aber es reicht noch nicht. Eigentlich brauchen wir jetzt nur noch einen 5er. Oder zweimal 4er. Das ist aber wirklich sehr, sehr spannend hier. Ja, oh mein Gott. Da haben wir wieder die zweimal Kristalle. Okay, jetzt müssen wir believen. Komm, nochmal zweimal Kristalle, dann sind wir auf einem guten Weg. Ah, gar nichts ist bitter. Gar nichts ist ganz, ganz bitter. Oh, wie schön wäre das, wenn ich da einfach eine 5 da schon zu stehen hätte, ne? Okay, da wäre fast der 3er gekommen, aber leider... Digga, was soll ich denn damit, Mann? Ja, das bringt mir ja absolut gar nichts hier. Ne? Das bringt mir ja gar nichts. Das Epic könnte man mitnehmen, ja, könnte man machen, wäre wahrscheinlich schlauer. Aber ich schwitze jetzt hier wirklich auf die Kristalle. Die müssen jetzt hier kommen. Und da kommen sie auch. Und jetzt müssen wir nochmal das Glück haben. Komm, vielleicht nochmal so 2 Kristalle und dann nochmal ein 4er und dann haben wir es. Ja? Oder dann fehlt uns vielleicht noch ein 3er. Okay. Da haben wir die 500. Ja. Es ist möglich, es ist machbar. Aber wir brauchen sehr viel Glück. Und wir haben nur noch 3 Würfe. 3 Würfe nur noch. Oh mein Gott, aber es kommt heute gut, ne? Also gute Kristalle heute, aber in der Umsetzung scheitert es noch ein bisschen. Komm jetzt bitte nochmal 2-mal Kristalle. Wie schwer kann es sein? Nein! Immer wenn man es braucht, dann kommt es nicht. Aber es täuscht immer schon an mit 2-mal Kristalle und dann kommt aber doch nichts. Oh, gar nichts. Okay. Der letzte Wurf. Ja, eigentlich brauchen wir jetzt nur noch einen 5er-Pasch. Ansonsten war es das heute. Der 4er bringt 2500. Der letzte Wurf. Okay, einmal Kristalle. Also jetzt noch ein 4er. Also wenn das jetzt kommt, ne, dann fresse ich aber einen Besen hier. Ja. Okay, nochmal würfeln. Der allerletzte Wurf für heute. 3, 2, 1. Gar nichts. Schade. Ja, das ist sehr schade, Marmelade. Ja gut, dann ist das so. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben heute angefangen mit 4,9,3 Millionen oder so und sind jetzt bei fast 5 Millionen. Also wir haben schon sehr viele Kristalle heute gemacht im Verlauf des Tages. Das hat sich schon sehr gelohnt. Also für einen Tag halt eben ist das schon recht viel. Und ja, leider nicht die magische 5-Millionen-Marke geknackt, aber nah dran. Spannend war es trotzdem. Wir hatten einmal einen 4er-Pasch, da habe ich schon gedacht, oh, das jetzt nochmal. Ja, das könnte klappen, aber sollte nicht sein. Gut, wir sind trotzdem auf einem guten Weg und ich bin jetzt nicht dadurch irgendwie geknickt oder so. Alles klar, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.